Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ich habe heute mal wieder ein paar Minifiguren dabei, die ich euch gerne zeigen möchte. Unschwer zu erkennen, dass es um das Thema Star Wars geht. Heute will ich mal mit 5 Star Wars Minifiguren starten. Ich habe natürlich noch viel mehr, aber die gibt es dann mal zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt soll es erstmal um die 5 hier gehen. Und starten möchte ich direkt mal hier mit einem Clone Trooper. So, und da habe ich ihn ja schon auf meinem Präsentationsfeature aufgespießt. Vollständiger Name von dem Kollegen ist hier Clone Trooper Phase 1 Armor. Der hier stammt aus dem Jahr 2009. Den habe ich mal bekommen mit dem Battle Pack 8014, hier dem Clone Walker. Der hatte damals noch 3 andere Minifiguren dabei, aber heute soll es mir erstmal um den hier gehen. Insgesamt wurde der gebaut von 2008 bis 2011. Kam damals in 14 Sets vor. Mit anderen Worten, den gibt es recht häufig. Das heißt, es ist eine ideale Ausgangsbasis, um sich eine Klonarmee aufzubauen. Aktuell kostet der bei Brickling so um die 3 Euro. Das geht fast noch vom Preis. Da gibt es Figuren, die sind deutlich teurer. Wie gesagt, als Basis für eine Klonarmee relativ gut geeignet. Von daher gefällt er mir auch recht gut und ist einer meiner Star Wars Lieblingsfiguren, weil er halt auch relativ simpel ist, nur schwarz und weiß. Das gefällt mir aber ganz gut. Und von daher hier mit auf meiner Favoritenliste. Ja, nachdem ich jetzt mit dem Bösewicht begonnen habe, kommen wir mal zu einem von den guten Jungs. Das ist hier ein Rebel Fleet Trooper aus dem Jahr 2008. Den habe ich aus diesem Set hier. Das ist die 7668, der Rebel Scout Speeder. Da gab es den offensichtlich 4-mal. Die Figur ist also gar nicht so selten. Hat leider keine bedruckten Arme und keine bedruckten Beine. Dafür aber einen ziemlich coolen Helm, der irgendwie natürlich sofort an den Film erinnert. Gebaut wurde die Figur insgesamt dann nur bis 2009 und kam auch nur noch in einem weiteren Set vor. Das ist allerdings, finde ich, relativ legendär. Das ist die 10198, die Tente vor. Und da gab es die Figur hier unter anderem zusammen mit der Prinzessin Leia, mit R2D2 und C3PO. Und wahrscheinlich kostet deswegen das Set irgendwie gefühlt eine Niere und das Erstgeborene. Ich habe es leider nicht, aber vielleicht kriege ich es ja nochmal irgendwann. Genau, die Figur hier aber auch auf meiner Favoritenliste in jedem Fall. So, und hier ist er jetzt, der Weihnachts-Ewok. In weiß mit dem Weihnachtsbaum-Print vorne drauf. Stammt aus dem Star Wars Kalender 2023. Das ist die Setnummer 75366. Den gab es logischerweise auch nur in dem einen Set. Ist aber trotzdem preislich noch halbwegs erschwinglich, kostet irgendwie gefühlt einen Fünfer. Seine Kollegen aus dem Ewok Village, die kosten ja irgendwie fast 70 Euro. Da kommt er nicht ganz ran. Es mag daran liegen, dass der natürlich hier relativ schlecht einsetzbar ist in irgendeinem Mock oder in irgendeinem Set aufgrund der Farbe. Passt er jetzt natürlich nicht ins Ewok Village rein, aber wenn man sich ein Weihnachtsdiorama bauen will, dann ist man mit dem kleinen Kollegen hier natürlich ganz weit vorne. Wie gesagt, an Putzigkeit nicht zu überbieten, von daher auch auf meiner Favoritenliste. Aus dem gleichen Weihnachtskalender 2023 haben wir jetzt hier einmal Prinzessin Leia. Zum Glück ohne Weihnachtsaufdruck, dafür mit fetter Knarre und Keks in der Hand. Jawohl, ihr habt richtig gehört, mit Keks in der Hand. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, ich finde das steinstark. Dadurch, dass Prinzessin Leia hier ohne Weihnachtsaufdruck kommt, sondern mit einem vernünftigen Kampfoutfit, mit bedruckten Beinen, bedrucktem Oberteil, leider ohne bedruckte Arme, aber das will ich mal durchgehen lassen. Ja, deswegen kann man sie halt wunderbar auf einem Endermock einsetzen. Mich hat es natürlich gleich an Film Nummer 6 erinnert, die Kampfszene auf Endor. Von daher eine stimmige Minifigur. Und ich denke mal auch zu Recht auf meiner Favoritenliste. Ja, meine erste Figur heute war ein Clone Trooper und auch die letzte ist es. Diesmal aber ein anderer, nämlich einer vom 212. Bataillon. Ja, und zwischen den beiden Figuren liegen jetzt bummelig 15 Jahre. Ja, man kann auch ein paar Unterschiede erkennen. Normalerweise mag ich es ja, wenn Minifiguren schlicht und einfach sind. Bei der hier ist das ein bisschen anders. Die hier ist schon ein bisschen ausgereifter, hat einen coolen Helm, hat eine coole Bedruckung und genau das mag ich hier. Diesen Kontrast zwischen Schwarz und der Orangenbedruckung, die finde ich schon ziemlich stark. Der hier stammt auch wieder aus dem Weihnachtskalender 23. Der kam aber noch in ein paar anderen Sets vor, unter anderem in der 75337, dem ATTE von 2022. Hatte dann jeweils auch eine unterschiedliche Bewaffnung, deswegen habe ich die ja mal weggelassen und den hier einfach mal ohne Bewaffnung für euch. Ja, wie gesagt, ich finde den Stein stark. Diesen Kontrast zwischen Schwarz und Orange, der ist super gelungen. Von daher eine rundum coole Minifigur. Genau, so, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch meine nächsten Videos nicht. Mir bleibt nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.